Herzlich willkommen bei Burger King. Ihre Bestellung bitte. Dieser verlassene Burger King ist laut Rezensionen im Internet seit einem Jahr geschlossen. Der offizielle Grund für die Schließung waren Reparaturarbeiten. Doch stellt sich die Frage, ob dies der wahre Grund ist oder nur ein Vorwand. Das Feedback der Kunden zu dieser Burger King-Filiale hält noch einige Überraschungen bereit. Begleite uns jetzt auf diese Erkundung und sei gespannt, was wir hier alles entdecken werden. So Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt drin und offensichtlich stehen wir jetzt direkt im Lager. Also wieder absolut unfassbar, dass hier die Türen offen stehen. Nicht nur die eine Tür, sondern noch eine andere Tür. Hatten wir gerade auch schon gesehen gehabt. Ja, hier wurde wahrscheinlich das ganze Essen immer geliefert und direkt hier ist die Kühlzelle von dem Ganzen, wo wahrscheinlich alle Sachen, die halt kühl gelagert werden mussten, direkt reingebracht wurden. Hier sieht man das auch noch mal ganz gut, dass hier entsprechend die Kühlzelle war von dem Ganzen und auch, wie man sieht, relativ groß auf jeden Fall. Hier geht es einfach nochmal weiter und da wird es wahrscheinlich dann direkt in die Küche gehen, würde ich mal vermuten. Aber guck dir mal bitte an, was für ein Unterschied das ist, ne? Das hier sieht ja echt alles sauber und ordentlich aus und jetzt guck dir mal bitte das an. Richtig dreckig, vergilbt, irgendwie, weiß ich nicht. Nicht schön, ne? Ne. Ist halt die Frage, in welchem Intervall man das halt austauschen muss, ne? Also ich würde mal vermuten, dass hier in dem Raum wahrscheinlich die Sachen ja gelagert wurden, die Tiefkühlware waren. Werden ja wahrscheinlich einige Sachen gefroren sein. Und hier, dieser Kühlraum, höchstwahrscheinlich eher für die Sachen, die so Kühlschranktemperatur haben, oder? Ja, vermutlich, ja. Und da hinten, wo wir gerade reingekommen sind, wahrscheinlich so das Trockenlager. Ich würde mal sagen, vielleicht so für die Burger Patties, die müssen ja nicht unbedingt kühl gelagert werden. Definitiv. Oder vielleicht auch für die Sachen, die man so verbraucht, wie Pappbecher und so, ne? Genau, Verpackungsmaterial. Ja, ganz normales Lager halt, ne? Genau. Ohne Kühlung. Ja, hier wird es, denke ich mal, zur Küche gehen. Sollen wir erstmal den Boden noch laufen, um zu gucken, wo es da hingeht? Was hier mit dem Boden passiert ist. Guck mal, der kommt hier überall so. Dieses Blech kommt einfach überall irgendwie so hoch. Ja, sieht ein bisschen eigenartig aus. Ach, schau mal hier ist der Safe-Bestand. Hier sieht man ganz genau, in welchen Sorten und welche Anzahl die ja, im safeten Geldbestand hatten. Insgesamt hatten die also Bargeld in Höhe von 4.936 Euro. Guck mal, die hatten eine Differenz von 204 Euro. Ja. Safebestand soll 5.000 und Safebestand war 5.204. Okay, zu viel Geld. Ja, vielleicht muss dann dieser überschüssige Betrag einfach vielleicht entsorgt werden oder so. Dass sie einfach nur 5.000 pro Filiale haben sollen und der Rest muss dann halt entsorgt werden bei nächster Gelegenheit. Schau mal, hier in der Kiste ist auch das Verpackungsmaterial drin für den Crunchy Chicken Deluxe Burger. Siehst du das? Ja. Alles so. Das ist aber normales Papier. Das ist hier das Papier, wo man halt den Burger eingepackt hat. Also ich sag mal so, wie ich das schon sehe, da hätte ich schon Bock auf so einen kleinen Burger. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir noch so hier sehen werden und ob wir am Ende auch noch mal Bock auf einen Burger haben. Keine Ahnung, wer weiß das schon, ne? Guck mal, hier ist noch so ein leerer Karton. Zum Glück ist er leer. Da war Öl drin. Öl, ja. Das gute alte Burger King Öl. Vor allen Dingen, es steht auf allen möglichen Sprachen hier drauf, ne? Aber nicht auf Deutsch. Hier auf jeden Fall ein Teil offenbar der Zapfanlage, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Hier sieht man definitiv die einzelnen Getränkesorten, die es halt hier bei Burger King gibt. Also sprich Cola, Fanta, Sprite und den Eistee. Da ist eine Sorte gestrichen worden. Das war offenbar dieser Eistee, ne? Nein, das ist kein Eis, das ist Apfelschorle. Apfelschorle, genau. Genau. Ich glaube nämlich, das liegt daran, ich glaube, die haben mittlerweile diese Flaschen, glaube ich, ne? Genau, diesen Pfütze-Tee da, ne? Den haben sie ja. Eistee ist Eistee. Ja. Und Apfelschorle ist Apfelschorle. Und da haben die jetzt, glaube ich, diese fertigen Flaschen mittlerweile. Ja. Und ich glaube, Eistee auch. So, da ist der Pfütze-Tee, den ich gerade meinte. Und da sieht man auch noch mal ganz gut die Apfelschorle. Dahinter ist noch Cola Light. Und wundert euch nicht, ich sage immer gerne Pfütze-Tee dazu. Ja, sie weiß nicht, wie das richtig heißt, aber sie sagt es trotzdem so. Eigentlich heißt es nämlich Fuse-Tee. Ich finde Pfütze-Tee irgendwie witziger. Ja, klingt auf jeden Fall witziger, das stimmt. Jo, da oben ist die Kamera, ne? Ja, kannst du mal winken. Hallo. Hallo. Hier sind wir, die Tür war offen. Ja, nicht nur die Tür, sondern viele Türen. Wir stehen gerade übrigens mitten in der Küche. Leider ist davon nicht mehr so viel da. Aber ich glaube, es ist trotzdem super, super spannend, das einfach alles mal zu sehen. Und ich muss sagen, es wirkt super, super groß, ne? Ja, sehr groß. Ich finde, wenn man da vor dem Tresen da vorne steht,
denkst, das wäre so eine kleine Küche, wo sich die ganzen Leute irgendwie tummeln. So. Aber es ist super, super groß, ehrlich. Ich hoffe, man hört es trotz unserer Ansteckmikros. Es klebt richtig doll. Super interessant auf jeden Fall zu sehen. Hier die ganzen Arbeitsabläufe. Genau, hier der Flex Broiler. Verfahren zum Befüllen der Burger Patties, wie das genau funktioniert. Da drüben alle möglichen Richtlinien, was man beachten muss, etc. pp. Da steht was von der Kreuzkontamination. Boah, das ist schon ein schwieriges Wort, kann ich kaum aussprechen. Gemüseschneider sind nicht ordentlich gereinigt. Aha. Eiswürfelbehälter ist nicht sauber. Sehr interessant, ne? Ja. Auge. Eiswürfel ist schon kritisch, ne? Ja. Also gerade so, kennst du ja auch in Ägypten, ne? Da hat man ja auch oft das Problem, dass man am besten keine Eiswürfel essen sollte, weil sonst könnte es wirklich böse, böse enden. Das stimmt. Ja, und hier geht es in die Kühlzelle rein, was wir ja gerade schon gesehen hatten. Ja, und hier, wo Anja steht, da befand sich wahrscheinlich der Ofen, beziehungsweise halt der ganze Grill, ne? Ja. Der ist ja mittlerweile komplett weg, wo hier dementsprechend auf der ganzen Station hier die Burger Patties zubereitet wurden. Davon ist leider nichts mehr da. Aber ich finde, wenn man sich die Dunstabzugshaube hier mal anguckt, sieht die echt noch sehr gut aus, ne? Ja, stimmt. Also im Vergleich zu den anderen Sachen, die man hier so sieht, auch die Getränkeanlage gerade, ne? Total siffig, dreckig irgendwie, auch hier alles, weiß ich nicht, aber die sieht gut aus. Hier sieht man auch nochmal das tägliche Reinigungsprogramm, wie genau alles hier gereinigt werden muss. Hauptfettauffang-Pan. Ich habe noch nie gesehen sowas. Ne? Es war echt interessant, das zu sehen. Es ist echt schade, dass die eigentliche Küchentechnik nicht mehr da ist. Hier ist auch der wöchentliche Reinigungsplan, der gemacht werden muss. Vor allem guck dir mal diesen wöchentlichen, monatlichen Reinigungs- und Wartungsplan an, wie groß der einfach ist. Ja, der ist ja mal richtig, richtig groß, wie man sieht, ne? Was da alles gemacht werden muss. Ne? Ja. Boah, ja, aber gut, Lebensmittel werden hier verarbeitet. Und ja, wenn man jetzt überlegt, Team Wallraff, ne? Oh ja. Die Beiträge, die man da in den letzten Jahren gesehen hat. Echt? Ne? Also das ist schon echt abartig teilweise, muss man mal echt sagen. Ne? Magenverstimmungen, brauner Salat, roher Burger, ranzige Mayo. Ja. Aber das ist eben das Ding, so, dass man das so als Verbraucher ja gar nicht so sieht und gar nicht so mitbekommt. Ne? Also ich sag mal, wir bekommen ja schon ein bisschen mehr mit als andere, sage ich jetzt mal, ne? Weil wir uns ja die Lost Places angucken und auch mal hinter die Kulissen gucken. Klar ist es nicht immer 1:1 so, wie es im eigentlichen Betrieb ist, ne? Aber ich denke, man kann schon so einigermaßen erahnen, wie es hier aussah und was hier so abgegangen ist. Ne? Und bevor ihr jetzt aber denkt, dass dieser Betrieb womöglich geschlossen wurde wegen Team Wallraff, weil da wurden ja auch einige Burger King-Filialen aufgrund der Berichterstattung geschlossen, nein, dieser Betrieb wurde wohl nicht wegen irgendeiner Team Wallraff-Dokumentation geschlossen oder Reportage geschlossen, so wie wir das herausgefunden haben. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt nachher denkt, das ist hier so ein Lebensmittelskandal gewesen und deswegen ist die Filiale geschlossen worden. Könnte man aber durchaus meinen. Ja, so wie es hier klebt, ne? Ja, definitiv. Auch wenn Team Wallraff vermutlich diesen Burger King Laden keinen Besuch abgestattet hat, so können wir aber an dieser Stelle auf das Gästefeedback eingehen. Denn das war größtenteils wirklich nicht gerade positiv. Burgerbrötchen zu matschig auf der Unterseite, das Fleisch ist extrem trocken und nicht genießbar. Selbst die Pommes sind nicht mal heiß. Fazit für mich ist, dass man das nicht empfehlen kann. Sollte dringend verbessert werden. Die Qualität der Küche ist saumiserabel. Schade, ihr wart mal gut. Schlimm, dass ich überhaupt einen Stern vergeben muss. Dieser Burger King ist wirklich ekelhaft. Beim Betreten stehen 2 gelangweilte Mitarbeiter da, die von Freundlichkeit auch noch nichts gehört haben. Nachdem man sich einen Platz sucht, merkt man schnell, dass das Wort Sauberkeit nicht gerade groß geschrieben wird. Spinnennetze und überall tote Fliegen. Ob am Sitzplatz, Boden oder auf den Fensterbänken, das war definitiv der letzte Besuch dort. Schämen solltet ihr euch. Wenn ich könnte, würde ich 0 Sterne vergeben. Pommes kalt, Burger trocken, Mayo schmeckte nach ranzigem Öl. Personal unfreundlich und total unmotiviert. Hat während unserer Bestellung mit dem Handy gespielt. Tablettrückgaben wurden offensichtlich einige Stunden nicht geleert. Stühle standen kreuz und quer, obwohl außer uns niemand da war. Das war das letzte Mal dort. Auch bei Facebook wurde über die Schließung diskutiert. Wegen Reparaturen montiert man alle Emblems ab. Klingt ein bisschen komisch. In dem Laden lief doch schon länger nichts mehr. Wir wollten mal gegen 16 Uhr Burger holen. Hintertür war offen, Vordertür geschlossen, mit dem Hinweis, Mittagspause 13 Uhr bis 15 Uhr. Der Laden komplett leer. Auf dem Tresen lag ein Schlüsselbund. Beschwerde bzw. Nachricht an Burger King blieb unbeantwortet. Wahrscheinlich war das Gesundheitsamt da. Reparaturarbeiten, alles klar. Hier ist nochmal so ein Sicherheitsboard zum Thema Nahrungsmittel. Das hatten wir draußen auch schon liegen gesehen. Und hier sieht man auch nochmal dementsprechend, worauf man achten muss. Und das in der Tagschicht und in der Abendschicht
Jeweils natürlich mit den einzelnen Wochentagen, ne, was also dementsprechend gereinigt wird und hier dann auch direkt vermerkt wurde. Ne. Ja, und jeden Dienstag und Freitag, aber nur am Abend, nicht vergessen, die Blumen zu gießen. Ne. Muss auch sein. Guck mal, hier ist so ein Command-Planer. Halbe Stunde Umsatz und Stocklevel. To-Do-Liste. Was haben wir hier noch? Positionsplan. Drive Speed of Service. Also wer bei Burger King mal gearbeitet hat oder arbeitet, ne, schreibt gerne mal einen Kommentar. Würde uns mega interessieren, was das alles im Einzelnen genau bedeutet. Ne? Auch interessant. Schau mal, hier ist so eine Verfärbung der Pommes. Ne? Ja, das sieht ja gut aus. Genau. Hier zu kurz drin wahrscheinlich, hier genau richtig und hier total. Ja, ich glaube, hier schon eher grenzwertig und hier, es geht gar nicht. Aber das ist genau stimmt, das ist so, wie ich das mag. Stimmt, hast du recht. Ja. Ich dachte so, das wäre so, nee, hast du recht, die sind perfekt. Wobei ich eher die bevorzugen würde, glaube ich. Ja, aber das ist, nee, das sieht ja schon so in Fett. Ja, das gleiche auch nochmal hier, Verfärbung bei Brötchen, auch interessant zu sehen. Die sind dann schon zu dunkel, die, naja, offenbar, und die sind perfekt von der Farbe. Und das gleiche auch nochmal bei den Whopper Patties, ne? Also verbrannt, also solche verbrannten habe ich auch schon mal bekommen. So sehen die optimal aus und so sind die noch roh. Wow, ekelhaft. Und hier sieht man auch nochmal ganz gut, wie die einzelnen Burger genau zusammengesetzt werden. Hier sieht man auch genau, wie viel Mayonnaise, wie viel Gramm vom Salat oder Zwiebeln genau auf dem Whopper Cheese drauf müssen. Total interessant, ne? Das mal so zu sehen, dass es wirklich hier echt absolut nach dem Gewicht halt auch geht, ne? Dass alles so perfekt hier dosiert wird, ne? Interessant. Also hier war auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein separater Raum, aber frag mich jetzt mal wofür. Ja, ich glaube, hier war so eine Spülstation oder sowas. Ne? Das könnte sein, ja. Spüle, weil hier steht desinfizieren, waschen mit klarem Wasser. Was haben wir hier? Irgendwelche Reiniger auf jeden Fall. Aber schau dir mal an, wie das hier am Boden aussieht, ne? Boah, oder hier, die Fliesen. Hier wird natürlich irgendwas gestanden haben, keine Frage. Aber dieser ganze Schmutz ist halt immer alles so nach hinten, ne? Muss normalerweise hier nicht so eine Silikonnaht gezogen werden, dass dementsprechend da keine Bakterien, Dreck und Schmutz irgendwie so irgendwo hingehen kann? Ist das nicht eigentlich so? Definitiv. Also du musst ja zusehen, dass nirgendwo irgendwie was hinterkommen kann, wo du halt nicht mehr selber drankommst. Ne? Ja. Und in dem Fall ist es ja so. Und da kann sich ja, oder hat sich sogar schon Schimmel gebildet, ne? Auch hier in den Ecken. Also das ist katastrophal. Aber eigentlich, muss man auch ehrlich sagen, diesen Boden, den kannst du auch gar nicht richtig sauber halten, meiner Meinung nach. Du musst ja wirklich immer schrubben. Also du kannst ja nicht einfach mit dem Wischlappen drüber gehen oder sowas. Und gerade hier in die Ecken kommst du ja nicht mit dem Schrubber rein. Ne? Hier sieht man noch den Scheuerschwamm. Und hier sind irgendwelche Entkalkerbeutel, die hier drin liegen, ganz viele davon. Vielleicht für Kaffeemaschine oder so, keine Ahnung. Ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, irgendeine Maschine. Guck mal hier oben, Sabrina, was hier noch liegt. So eine Soßenverpackung, oder? Ja. Da konntest du immer, also es steht nicht drauf, von welcher Soße das war, aber hier ist auch wieder so ein kleines Etikett drauf, beziehungsweise so ein Aufkleber ist das. Da musste man halt draufschreiben, wann die das aufgetaut haben. Okay. Aufgetaut, also wann die es aufgetaut haben, wann sie das zu Ende aufgetaut haben und wann sie es vernichtet haben. Also sind die Soßen Polizei. Hörst du? Oh, ich bin schon bei euch, ich hör's. Jetzt höre ich's. Aber jetzt ist es weg. Oder? In der Nähe vom Einsatz macht man immer aus. Ja, stimmt. Ja. Jetzt bist du die Soßen sind auf jeden Fall irgendwie eingefroren gewesen, auf jeden Fall. Ja. Komisch irgendwie. Ja gut, dann wissen wir auch schon mal, was noch so eingefroren war. Neben wahrscheinlich den Burger Patties, auch die Soßen. Ne? Ja. Sag mir mal ganz kurz, was ist das hier für ein... Das weiß ich nicht. Das ist der Notausgang gewesen. Ich glaube eher, da geht es zu einem Mitarbeiterbereich. Steht aber Notausgang da oben. Ja, okay. Tatsächlich. Mitarbeiterbereich, ne? Da ist tatsächlich der Mitarbeiterbereich. Okay. Können wir uns gleich nochmal genauer angucken. Hätte ich jetzt im Leben nicht erwartet, ne? Ja, hier sieht man auf jeden Fall das Kassensystem, was hier liegt. Ne? Offenbar haben schon die einen oder anderen mal geguckt, ob
ob da noch irgendwo vielleicht noch Geld zu holen ist. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Das ist ja wohl logisch, dass es nicht mehr hier drin ist. Krass, ne? Diese ganzen Einsätze von den Schubladen. Und hier hinter sieht man, im Thekenbereich ist auf jeden Fall nichts mehr vorhanden. Das ist alles komplett raus. Aber auch sehr groß, ne? Ja, ja. Das sieht man ja so als Kunde oder als Verbraucher, sieht man es ja meistens nicht so. Ne? Man steht ja wirklich davor und kann ja nie irgendwie so einen Blick hinter die Theke werfen eigentlich. Ne? Ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, Leute. Das merkt ihr ja sicherlich gerade. Hier ist natürlich überall eine Glasfront und dementsprechend leicht kann man uns jetzt hier erkennen, wenn wir jetzt hier rumlaufen. Vor uns ist auf jeden Fall der Restaurantbereich mit den ganzen Sitzplätzen und wir sehen auch noch einen Fernseher. Ich frage mich gerade bei den Strohhalmen, die da hinten noch liegen, sind die schon aus Pappe oder sind die noch Plastik? Und dann frage ich mich, was Anja vorhat. Herzlich willkommen bei Burger King. Ihre Bestellung bitte? Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Und, was möchtest du? Naja, keine Nuggets, die du da wahrscheinlich gerade hast. Aber das ist das Einzige, was wir noch haben. Es gibt auch eine super Soße dazu. Die ist leider schon leer, aber ist ja nicht schlimm. Der Wille zählt halt, ne? Na klar. Was war das? Das weiß ich nicht. Hoffentlich nicht bei uns. Hier war auf jeden Fall die Zapfanlage für die Getränke. Das, weiß nicht, das sieht so uralt, irgendwie ungepflegt auch aus, ne? Ja, alt und ungepflegt. Und guck mal hier, das sind noch die guten alten Plastikbecher. Plastikaufsätze für die Getränkebecher, ja, genau. Deckel. Genau, ja. Plastikdeckel. Nein, Gott, manchmal hat man so Wortfindungsstörungen, ihr kennt's. So, hier sieht man auf jeden Fall noch mal einen Strohhalm. Der fühlt sich aber an wie aus Plastik, oder? Nein, das ist aus Pappe. Ja? Ja. Schade. Ja. Ich dachte, jetzt wären hier noch ein paar, die guten alten aus Plastik, aber... Ja, die würde ich direkt alle mitnehmen. Darfst du nichts mitnehmen vom Lost Place. Hier auf jeden Fall auch irgendwelche Behälter. War nicht hier immer irgendwas gewesen für die für diese Junior-Tüten? Nee, wie heißt das? Wie heißt das nochmal bei Burger King? Also das heißt früher, Happy Meal bei McDonald's. Ja, genau. Früher hieß es Junior-Tüte und jetzt hier bei Burger King heißt das... Weiß ich nicht. Ich meine, mag ich eh nicht, also, oder mochte ich auch nie. Weißt du, was echt sehr interessant ist und worauf ich demnächst auf jeden Fall achten werde, wenn ich irgendwann mal wieder bei Burger King sein sollte? Worauf? Dieses Fenster. Ah. Das ist nämlich für die Mitarbeiter vermutlich, die von da aus nach draußen gucken konnten, aber du kannst halt nicht reingucken. Stimmt, ist mir mir noch nie interessieren, ob die so ein bisschen so die Arbeit hier so kontrollieren oder so, oder die Kunden halt so ein bisschen beobachten, ich weiß es nicht. Gibt es ja auch bei Aldi und bei Lidl auch so, ne? Ja, aber das ist ja eher so für den Ladendetektiv, glaube ich. Ja, oder für die Geschäftsleitung, die dahinter sitzt, ne? Ja, oder so, ja. Also hier haben die auf jeden Fall schon richtig gewütet, ne? Das stimmt. Offenbar gab es hier tatsächlich noch ein paar Sachen, die nicht weggeräumt wurden oder nicht mitgenommen wurden, und die haben sie dann hier durch die Gegend geschmissen. Hier sieht man noch mal ganz gut die ganzen Strohhalme. Hier war doch immer, glaube ich, Salz und Pfeffer in den Behältern drin gewesen, ne? Und hier meine ich die Servietten, ne? Das ist natürlich schon mittlerweile leer. Viele Sachen liegen halt auf dem Boden. Hier waren die Servietten drin, Sabrina. Ach ja, stimmt, hier an den Seiten, ne? Kannst du einmal so rausziehen. Ja. Und hier unten wurden dann halt also die Servietten gelagert, im Prinzip, die jetzt übrig waren. Damit man jetzt nicht immer nach hinten laufen musste, konnte man die dann hier einfach rausnehmen, dann die Ströme auffüllen, die Servietten auffüllen und was nicht alles. Scheiße, Leute, jetzt hat die gerade direkt vor der Tür ein Auto geparkt. Aber direkt vor der Tür. Was machst du da drin, Sabrina? Ja, ich verstecke mich. Komm schnell, komm. Keine Ahnung warum. Ist halt die Frage, warum sie jetzt da parkt. Anja geht jetzt gerade mal gucken. Schaut mal, hier war offenbar der Erste-Hilfe-Raum gewesen. Geht aber nicht mehr auf die Tür. Also sie sitzt auf jeden Fall noch hinten im Auto, hat die Fensterscheibe runter. Keine Ahnung, ob sie jetzt einfach nur da steht, um, was weiß ich, was zu essen oder eine kurze Pause zu machen. Keine Ahnung. Aber warum parkt man denn direkt hier vor der Tür? Keine Ahnung. Meinst du, sie hat uns gesehen? Direkt vor der Tür. Meinst du, sie hat uns gesehen? Ich glaube eigentlich nicht. Weil das spiegelt sich auch so ein bisschen von außen, ne? Ja. Ah, eine Maus. Was? Eine Maus.
hier aus, ne? Boah, ist das kalt hier drin, oder? Ja, sehr, sehr kalt. Hier ging es dann in den Mitarbeiterbereich offenbar, also in so einen Aufenthaltsraum. Und wenn wir Glück haben, können wir das Auto von hier aus jetzt sehen. Schau dir mal an, wie die Sitze aussehen, ne? Ja. Richtig durch. Es sieht aus, als wenn die hier die ausrangierten Sitze aus dem Gastrobereich hier hingepackt haben, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja, und hier auch noch wieder irgendwelche Ordner. Kritische Faktoren, Lebensmittelsicherheit, Hände waschen, heißes Wasser, Temperatur, Desinfektion. Hier ist der Grilled Chicken Barbecue, wie man die Baconscheiben erhitzt, den Toasten. Schon sehr interessant, das mal so zu sehen, ne? Wie das genau im Einzelnen zubereitet wird, was man da genau machen muss. Work Right Guide heißt das, auch nicht schlecht, ne? Right Track Training, okay, ist ein ganzer Ordner also voll, was man als Mitarbeiter so beachten muss. Und das Ganze dann natürlich passend hier im Aufenthaltsraum, dass die Mitarbeiter sich dann wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen das ein oder andere... War die das gewesen? Ja. Okay, die fährt weg. Dass man das ein oder andere sich durchlesen kann hier, ne? Hamburger Cheeseburger, Double Cheeseburger, wie man das genau zubereitet. Auch die Haltezeit ist hier auch nochmal markiert. Erste Hilfe kann Leben retten. Thema des Monats. Sehr, sehr interessant. 5 Minuten Zeit für Sicherheit. Oh, schon mal gut, dass das Auto weggefahren ist. Ist halt alles einsichtig, ne? Und der Parkplatz von Burger King wird natürlich auch noch von anderen Leuten jetzt genutzt. Auch wenn der Burger King Laden zu hat, kann man natürlich auch super gut parken, um mal irgendwas zu erledigen. Und die Frau hat da wohl gerade mal eben eine kleine Pause gemacht, was dann für uns natürlich ein richtiger Herzinfarktmoment war. Hier sieht man das Dienstplanboard, wahrscheinlich die einzelnen Dienstpläne. Hier sieht man auch noch mal den Dienstplanwunsch, besondere Vorkommnisse, Trainingsplan. Würde mich mal richtig interessieren, was da so für Zettel hingen. Ob da jetzt nur der Dienstplan hing oder auch noch mal so diese Reinigungsanweisungen, wie am Montag nicht vergessen, dies, das und jenes zu machen. Der und der ist dafür verantwortlich. Ja, aber leider nichts mehr zu sehen. Ach, schau mal hier. Ketchup Mayo Payback-Karte. Ja, ganz ehrlich, ne? Ich werde nie nach einer Payback-Karte gefragt bei Burger King, oder? Nee. Man muss immer selber die geben, also da fragt nie jemand nach. Hier steht, frage jeden Gast an der Kasse, haben Sie eine Payback-Karte? Ja, nein. Und dann entsprechend, welches Szenario gewählt wurde, der genaue Ablauf, was man machen muss, ne? Ja, aber wird ja einfach nicht gemacht, ne? Das wird ja vielleicht noch mal nachgeschult werden, ich weiß es nicht. Dafür hängt es ja auch hier im Personalraum. Ja, guck mal hier. Ist noch so ein alter Kühlschrank, ne? Mhm. Was wird denn da nochmal drin? Ich glaube auch diese Apfelschorle und so, diese Flaschengetränke. Ja, ne? Genau. Haben die nicht auch diesen Quetschsaft oder wie heißt das? Weiß oder war das McDonald's? Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. McDonald's hat das. Ich glaube, McDonald's das, ja. Okay. Ach Anja, wir hätten einfach mal vorher noch mal zu Burger King gehen sollen und hätten einfach dann noch mal essen sollen, bevor wir jetzt hingekommen sind, um uns ein bisschen besser zu informieren. Es tut uns wirklich sehr leid. Wir sind leider nicht so oft bei Burger King. Guck mal, hier liegen die Müllsäcke, die vor diesen großen Mülleimer waren, ne? Die immer draußen stehen, die kennt man ja. Und es gab hier sogar leckeren Salat. Burger King Salat. Ja, den habe ich auch schon mal gegessen. Fresh King's Salad. Ich finde, die sind immer so trocken, die Salate, ne? Also da brauchst du ja schon eine Soße, damit das überhaupt einigermaßen schmeckt. Aber die sind echt sehr, sehr trocken, ne? Ja. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Echt nicht? Nee, ich habe früher bei McDonald's mal den Salat, diesen Chefsalat, der war echt lecker. Ja. Habe ich von meiner Mutter immer mitgegessen, aber sonst gehe ich ja nicht zu Burger King, um Salat zu essen. Dann kann ich mich auf der Wiese stellen. Hier geht es jetzt übrigens ins Trockenlager. Oh, krass. Krass. Das Trockenlager hat noch richtig viel zu bieten. Guck dir das mal an. Jo. Powerpreise. Was ist das denn hier? Mein Glückscode, Anja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas bei Burger King mal gab. Ich auch nicht. Das ist ja so ein bisschen wie Monopoly bei McDonald's, ne? Man Mist, ey, wir müssen ab jetzt immer zu Burger King gehen. Mindestens einmal die Woche. Wir müssen uns besser informieren. Ja, guck mal hier, den Code kannst du einlösen. Und da konntest du so einen Roller gewinnen, so ein Home-Cinema-System und 111 Mediamarkt-Gutscheine. Wow. Ja, crazy. Und überall sind die Dinger. Ich muss dich leider enttäuschen, es tut mir leid, Sabrina. Die Aktion ging leider nur vom 25. Mai bis zum 19. Juli 2021. Mist, ey. Ja, schade. Boah, stell dir mal vor, hier die ganzen Dinger.
hätten wir erstmal alle Codes einlösen können. Ja, Dann wären wir erstmal einquartiert. Stundenlang wären wir hier beschäftigt gewesen, um all diese ganzen Codes einzulösen. Schau mal hier, da geht es einfach noch weiter. Da sind noch mehr Verpackungen. Hier ist die Verpackung von diesem Hotdog. Oder was, Currywurst? Nee, Hotdog. Ja, es gab mal einen Hotdog bei Burger King. Ja, offenbar. Es gab doch bei McDonald's auch mal Currywurst oder so, glaube ich, ne? Oder? Ja, bei ja. Und dann gab es einmal Hotdog offenbar, keine Ahnung. Geil. Also, ich habe es noch nie gesehen, aber wer es kennt, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, weiß Sehr ich geil. nicht, ob ich... Ja, willst du es probieren? Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Ach, da sind diese... Oh, die mag ich gerne. Diese Chicken Fries. Kennst du die? Ja, Die habe ich schon im Ausland, gibt es die, glaube ich, öfters mal. Ne? Die schmecken so ein bisschen pikanter, sage ich jetzt mal. Ne? Hier liegt auch noch so ein riesengroßes Plakat. Naja, Was war denn da drauf? Das ist so ein Werbeplakat. Wenn ich sehen könnte, dann könnte ich es dir sagen, aber kannst leider nicht sehen. Du? Nee, kann ich auch nicht erkennen. Aber darunter sind noch mehr solche Power-Gutscheine. Ja. Hier liegen auch irgendwelche Verpackungen für einen Wrap oder sowas. So eine Pommes-Tütchen da. Und da ganz hinten, dieses war Werbeartikel gewesen. Jo. In dem Ding. Ist da wohl noch was drin? Wahrscheinlich war das Plakat da drin, könnte ich mir vorstellen. Könnte sein, ja. Dass wir irgendwer einfach hier rausgezogen hat. Ah komm, wir müssen aber jetzt mal gucken. Willst du mal die Taschenlampe festhalten? Sabrina hat übrigens Angst, dass die Tür zugeht, die nicht mehr abgeschlossen war oder irgendwas. Ne? Aber warum sollte sie denn nicht mehr aufgehen? Und, was ist es? Irgendein Spielzeug. Weißt du? Ja, Spielzeug. Was steht denn da drauf? 6 Stück oder was? 6 Spielzeuge oder so wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Das war die Werbung fürs Burger King Happy Meal. Keine Ahnung. Ich meine, das heißt King-Menü. King-Meal oder King-Meal? King-Meal. Kids-Meal. Kids-Meal. Kids-Menü. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch ein Plakat gefunden und jetzt wissen wir endlich, wie es heißt. Die Auflösung ist ein King Junior Meal. Also wäre mir im Leben nicht eingefallen, ehrlich gesagt. Ne? Eigentlich auch noch nie so gehört zu haben. 6 Spielzeuge, 1 in jedem King Junior Meal, solange der Vorrat reicht. Welches Spielzeug hättest du davon gewollt? Ich weiß nicht, was ist das? Sehen die aus wie so Knete oder so, ne? Ich glaube, das ist echt Knete, ne, oder? Ich hätte... Crayola, ist das nicht so Knetmasse? Ich weiß gar nicht, welches. Ich hätte irgendein cooles genommen. Ich weiß, ich kann mir nicht entscheiden, welches hättest du denn genommen? Ich hätte... Da habe ich auch erst überlegt, das da oben zu nehmen, weil das irgendwie, keine Ahnung, mich so angesprochen hat. Aber ich finde diese Dinger hier eigentlich cooler. Hier die Maus hätte ich genommen. Die Maus? Mit den Pfötchen abdrucken, ja. Süß. Ja. Ja, guck mal da oben, da ist so ein TÜV oder Prüfungsding. Ja, ist bei dir da oben auch, habe ich gerade auch schon gesehen. Was steht da? 2023. Krass. Also ich habe gerade, hatte ich gesehen gehabt, auch 23. dass da ein Plakat war aus dem Jahr 2017. Oh? Ja, 2017 war gewesen. Aber wir hatten noch irgendwo am Anfang, auf diesem Zettel mit dem Safe-Bestand oder Tresorbestand, stand, glaube ich, 22 drauf. Ich glaube 22, ja. Stimmt, ja. Also passt 2017 ja definitiv. Also es hatte definitiv noch länger auf, das wissen wir ja auch. Ja. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Da müsste eigentlich in den Spionraum auch mal irgendwo hier reingehen, oder? Ja, stimmt, den haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ja, genau. Aber hier ist nur der Spülraum. Ja. Fängt auch mit SP an, aber... Ja. Hier sieht man das nochmal. Die Speisereste, Mischkunststoffe, Papier, Pappe, Karton, Sortieranweisung. Ja, schau mal, das ist auch ganz interessant. Zone Cleaning. Hier sieht man einmal grün den Außenbereich. Dann hat man blau den Gästebereich, rot die Küche und gelb die Toilette. Und ich glaube, die einzelnen wollte ich gerade auch sagen. Dinger, die hier irgendwann mal hängen. Ja. Also das jetzt hier, wovon noch der Stiel da ist, wie man sieht, wird dann für die Küche gewesen sein. Und das, was hier mal hing, war dementsprechend für den Außenbereich. Vielleicht war das der Schrubber oder so. Ja, das könnte sein. Ne? Sieht so ein bisschen so danach aus. Hey, geht's noch nach oben? Sag mal. Okay. Aber weißt du was? Wir haben noch vorhin irgendwas von oben gehört. Ne? Ich
denke, oben werden Büros sein. Ja, mal gucken. Kannst ja trotzdem jemand irgendwie. Ja. Ne? Hier ist so eine Bank und hier liegt ein Schuh. Die hätten wir gerade auch schon mal gesehen, ob das die Burger King Schuhe sind. Hier ist Büro, privat. Und da hinten hängt ein Kalender aus dem Jahr 2020. Boah, wie das hier aussieht. Ja. Junge. Bisschen durchwühlt. Ja. Aber weitestgehend auch leer, ne? Ja. Eigentlich nur noch so ein paar Werbesachen hier für die KingCard. 10% sparen bei jeder Bestellung. Habe ich auch noch nie von gehört. Ich auch nicht. Warum? Da muss man erst in den verlassenen Burger King gehen, um das herauszufinden. Ja. Wenn jetzt hier noch ein Stempel drauf gewesen wäre, dann hätten wir den noch einlösen können. Obwohl der Burger King hat ja hier zu. Vielleicht, ja, wohl nee, ist doch Quatsch. Kann man wahrscheinlich nicht woanders einlösen, ne? Glaube ich auch nicht. Also hier sieht man auf jeden Fall den kompletten Mitarbeiterbereich in puncto Toiletten. Herren. Da. Ach nee, guck mal, das waren hier die Toiletten gewesen. Und das waren die Umkleider. Ja, und das waren die Umkleidekabinen für Damen und Herren natürlich getrennt. Boah, aber wie so eine kleine Abstellkammer, ne? Hier nochmal so eine Bank. Halt mal kurz offen. Hier war eine Dusche drin. Ah. Krass. Boah, würde ich bei Burger King arbeiten, müsste ich auch immer nachher Schicht duschen aber gehen. finde ich cool. Ja. Also, dass sie das anbieten hier so. Ja, du stinkst ja auch voll nach Fritteuse. Ich dachte gerade, du stinkst. Ich dachte, du meinst mich jetzt so. Ja, klar. Ja, aber du kannst ja auch zu Hause duschen gehen. Also. Da oben steht noch so ein Rexona-Deo, wie man ja, sieht. da steht auch noch ein Parfüm da unten bei dir. Ja, offenbar haben die Mitarbeiterinnen hier immer gut gerochen. Ne? Wenn sie schon im Frittierfett gebadet wurden, sind sie auf jeden Fall gut riechend und nach Hause gegangen. Ja. Ich glaube, das kriegst du auch richtig schlecht raus, ne? Diesen Fritteusengeruch, ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir im Mitarbeiterbereich für die Männer und man soll es nicht meinen. Ne? Aber selbst hier, hast du gedacht, die Tür wäre zu? Ja, das ist selbst hier ist die Tür offen. Also selbst hier ist die Tür offen. Hier steht wirklich jede Tür komplett offen. Wie kann sowas denn sein? Und man sieht aber auch keine Einbruchsspuren, wenn jetzt wieder irgendwelche Leute denken, wird da eingebrochen. Nein, wir gehen immer nur in die Sachen rein, wo die Türen offen stehen. Und hier ist die Tür einfach offen. Hallo. Grüß Gott. Und was habe ich vorhin noch gesagt? Ja. Das sieht aus, als ob auch die Tür offen stehen würde. Ja. Das ist nämlich genau die. Mach das mal ordentlich zu, ne? Ja, machen wir mal zu. Ja, gucken, ob es auch zu bleibt hier. Schon eigenartig. Guck mal hier. Was ist das denn? Pfeffer. Nee, Burger King, Salz und Pfeffer. Ach krass, so eine Gewürzmischung. Ja. Und das hier im Mitarbeiterbereich. Wollte ein Mitarbeiter sich vielleicht ein bisschen was mitnehmen für zu Hause oder so? Pass auf, das ist offen. Ja, das ist offen. Steht da ein VD drauf? 2021. Herstellungsdatum 2019. VD 2021. Okay. Sehr spannend, ne? Sehr, sehr spannend. Ja. Aber bei den Männern ist noch ein bisschen mehr in den Schränke drin. Die haben sich auch manchmal so einen kleinen Sekt offenbar gegönnt, so, ne? Zum Feierabend hin. Aber auch hier, ne? Dieses Geländer, so komplett siffig, abgegriffen schon so, ne? Also hier überall direkt drin, also weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es erst seit Schließung so ist. Da ist jemand. Komm mal her, komm schnell. Was macht der da? Was ein Schritt. Ja, komm. Ich weiß nicht. Was war das? Wie man sieht, wir sind wieder im Auto, haben schnell die Tür genommen, die auch offen war. Wie gesagt, einfach alles offen und wie es sich nachher herausgestellt hat, standen da auch schon direkt die Nächsten vor der Location, die sich das Ganze anschauen möchten. Ja, man gibt sich quasi die Klinke der Hand. Genau, also echt. Bei den offenen Türen, die hier sind. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen.
Wenn dem so ist, lasst gerne noch einen Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und schaut euch jetzt dieses Video an. Auch da haben wir einen verlassenen Burger King erkundet und dann sehen wir uns demnächst wieder und bis dahin, ciao, ciao.